Wow, wisst ihr eigentlich, wie fantastisch diese tollen Cracker sind? Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Und ich bin richtig aus dem Häuschen, schaut mal. Das ist ein Rest von meiner italienischen Mutterhefe. Vielen Dank an Marlies, dass du mir gesagt hast, wie man es richtig ausspricht. Ich habe es auch nochmal tatsächlich recherchiert. Es heißt Lievito Madre. Also die Betonung liegt auf dem E. Das habe ich auch schon bei meinem Kanelbuller falsch gemacht. Ist wahrscheinlich jetzt wieder falsch. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich arbeite an mir. So, und das gebe ich jetzt hier einmal in die Schüssel mit ein bisschen Salz. Und hier habe ich Dinkelmehl. Gut eignet sich hier auch wirklich ein Vollkornmehl. Egal ob Weizen oder Dinkel. Das genaue Rezept findet ihr unter diesem Video. Und wie ihr an der Waage vielleicht erkannt habt, ich habe 50 Gramm mehr gehabt. Das ist überhaupt nicht schlimm. So ein bisschen Wasser hinzu. Das könnt ihr auch gerne mit einem Rest vom Hefewasser ergänzen. Und dann kommen nochmal 2 Esslöffel von dem guten Olivenöl dazu. Es ist richtig, richtig einfach und ich habe euch in meinem letzten Video, wie ich euch den Turbomatre gezeigt habe, verlinke ich euch nochmal oben rechts, ja schon mitgeteilt, wie begeistert meine Familie darüber ist. Und die haben mir wirklich diese Cracker aus den Händen gerissen, die waren ganz begeistert und kaum waren sie da, waren sie auch schon wieder weg. Das macht aber nichts. Die lassen sich ganz einfach herstellen und innerhalb von 10 Minuten sind die gebacken und das lässt sich ganz fantastisch so nebenbei herstellen. Ihr seht, es ist so wenig, das mache ich eben mit der Hand. Dort, wo das Stück Lievito Madre ist, da vermenge ich das einfach mit den anderen Zutaten. Und das Tolle ist, wenn ihr das zwar vermengt und aber keine Lust oder keine Zeit habt, stellt das für 1, 2 Tage in den Kühlschrank. Das hält sich locker, auch ein bisschen länger. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde es aber tatsächlich in jedem Fall mal für 1, 2 Stunden in den Kühlschrank stellen, wenn ihr es einfach haben wollt. Denn wenn der Teig ganz fest ist, lässt er sich richtig gut verarbeiten. Natürlich geht es auch, wenn der Zimmertemperatur hat. Aber ich zeige euch jetzt hier den Weg für die Faulen. So, also ihr könnt es hier sehen, ich verknete das ganz ordentlich und ich kann euch gar nicht genug sagen, wie ich solche Rezepte liebe. Wenn man Reste verwerten kann, bin ich immer ganz glücklich und begeistert und gerade das eignet sich perfekt dafür. Ihr könnt auch jeden anderen Sauerteig übrigens nehmen. Wenn ihr noch so ein bisschen Dinkel, Roggen oder Weizen rumfliegen habt, gerne auch in Mischung. Und wenn ihr das dann zum Beispiel auf einer Party, auf einer Feier, na gut, vielleicht nicht in diesen Zeiten, aber vielleicht im nächsten Leben, haben wir ja irgendwann doch mal wieder eine Feier oder der Grillabend mit der Familie, dann eignen die sich wirklich perfekt dafür. Besser als jede gekauften Chips. Ich kann euch das wirklich versprechen. So, und ich bin jetzt hier fast mit der Kneterei fertig. Ich gebe mir wirklich immer ganz viel Mühe bei euren Videos und deswegen hoffe ich, dass sie euch auch gefallen. In letzter Zeit habe ich ja viel verändert und ich möchte einfach mal Danke sagen. Ihr seid so klasse und macht immer bei den Umfragen mit, die ich euch zwischendurch stelle. Und auch danke an meine Mitglieder, dass ihr mich so wundervoll unterstützt. Ich bin wirklich richtig dankbar dafür. Ich habe euch ja schon mal letztens geschrieben, ihr kriegt da noch mal so ein kleines Goodie. Und hier bin ich jetzt mal mit meinem Teig fertig und decke das mit einem Tuch ab, beziehungsweise jetzt hier mit dem Deckel von meiner Pyrex-Form, packe das in den Kühlschrank. 1, 2 Tage später habe ich es dann weiterverarbeitet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr mich auch unterstützen könnt, den Link für die Mitgliedschaft findet ihr unter diesem Video. Ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. So, und dadurch, dass der jetzt aus dem Kühlschrank kommt, der Teig, könnt ihr sehen, ich brauche keinerlei Mehl. Es kann sein, wenn ihr den frisch verarbeitet, weil ihr auch gar nicht das abwarten könnt und ganz ungeduldig seid, so wie ich das manchmal bin, dann kann es sein, dass ihr ein bisschen Mehl braucht oder ihr könnt alternativ vielleicht auch ein bisschen Öl verwenden. So, und das streiche ich jetzt hier glatt. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ich habe Dinkelvollkorn genommen. Jetzt kann ich es erkennen am Teig. So, und das Ganze teile ich jetzt so ein bisschen aus, so glatt bzw. so eckig wie möglich und auch so dünn wie möglich. Also es sind vielleicht so 3 mm ungefähr. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Und das versuche ich jetzt wirklich ganz gleichmäßig zu verteilen. Und legt euch schon mal ein Stück Backpapier zur Seite. So,
Stück für Stück kommen wir den Cracker immer näher. Und wenn der Teig einigermaßen so groß ist wie ein Stück Backpapier, dann packe ich mir den jetzt erstmal hier so auf mein Nudelholz, beziehungsweise auf meine Nudelrolle und zeige euch das dann gleich ein bisschen besser. Ich muss ja hier mal ein bisschen jonglieren mit meiner Küche. So. Hier habe ich jetzt das Stück Backpapier, da kommt der Teig jetzt drauf. Ganz vorsichtig, ihr könnt sehen, ich habe es wirklich sehr, sehr dünn ausgerollt, aber nicht so dünn, dass ihr durchschauen könnt. Ganz wichtig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier schon anfangen, den Ofen vorzuheizen. Das sind 200 Grad Ober-Unterhitze. Ausnahmsweise braucht ihr keine Schüssel Wasser und ihr müsst den Teig auch nicht mit Wasser besprühen, denn er muss nicht aufgehen. Er soll nur richtig lecker kross werden. So, dann habe ich hier meinen Pizzaschneider und das, was zu lang ist, weil ich nicht das richtige Augenmerk hatte, schneide ich einfach weg. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch einen Daumen hoch und wenn du das noch nicht getan hast, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du noch mehr leckere Rezepte sehen möchtest zu dem Thema Hefewasser, aber natürlich auch zu den Sauerteigen, Dinkel, Roggen, Weizen oder auch jetzt hier den Lievito Madre. Den Turbo Madre hatte ich euch ja gezeigt. Die normale Variante, die 21 Tage braucht, die seht ihr auch demnächst und natürlich immer regelmäßig abwechslungsreiche Rezepte hierzu. Ich erfülle euch gerne eure Wünsche, also wenn ihr da was habt, schreibt es unten in die Kommentare, wenn ich euch etwas noch nicht gezeigt habe. Für nächste Woche habe ich auch schon einiges vorbereitet und ich freue mich schon wirklich sehr darauf, euch das zu zeigen. So, ich schneide das jetzt hier so in mundgerechte Stücke. Wenn die nicht ganz so gerade sind, ist das auch nicht schlimm. Ich werde gleich nochmal so einige in Rautenform machen. Probiert euch da aus, also wenn ihr da auch noch neue Techniken habt, wie ihr das zuschneidet, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe, die habe ich ja auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal kommen, wenn ihr irgendwelche Bilder immer zeigen wollt. Da freuen wir uns wirklich sehr. Es ist wirklich spannend, da nochmal zu sehen, was ihr alles so rumkreiert. Ich bin wirklich dankbar dafür für euer Mitmachen und Mitwirken und freue mich wirklich immer sehr darüber. So, hier sind wir jetzt soweit. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Platz auf dem Backpapier. Das heißt, von dem Stück, was ich abgeschnitten habe, das bastel ich mir jetzt so. Und das, was dann noch übrig war, habe ich dann auf dem zweiten Backpapier gemacht. Also da dürft ihr ganz frei und flexibel sein. Das ist wirklich das Tolle. Ihr könnt es sehen, der Teig lässt sich fantastisch verarbeiten. Und ich werde das jetzt demnächst wieder machen. Ich habe am Donnerstag meine nächste Fütterung von meinem 21 Tage Lievito Madre. Und dann werde ich das gleich wieder ausnutzen und wieder Crackerteig für die Familie machen. Dann weiß ich nämlich, was in den Teigen drin ist. Es ist super einfach und leicht zu machen. Geht, wie gesagt, nebenher, wenn man da sich jetzt nicht noch so ein bisschen verkünstelt. Und worauf ihr gleich achten müsst, das verrate ich euch natürlich. So, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ihr kein Olivenöl da habt, dann könnt ihr sicherlich auch ein ganz neutrales Öl nehmen. Und es ist natürlich vegan, also gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Thema. Das heißt, wenn ihr darauf achtet, dann habt ihr hier bei diesem Rezept wirklich gutes Glück. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen mein Olivenöl und damit bestreiche ich jetzt meine Cracker. Wenn ihr, und das ist das, worauf ihr vielleicht achten solltet, ich habe noch ein paar Samen auf einige der Cracker draufgegeben. So Sesamsamen und dann habe ich hier noch meinen schwarzen Kümmel. Den nehme ich auch gerne beim Fladenbrot genommen und ihr könnt da vielleicht auch ein bisschen Mohn drauf machen. Da finde ich, hält das mit dem Olivenöl nicht so gut. Das liegt aber einfach an dem Öl. Hier könnt ihr jetzt meine Sesamsamen sehen. Also ich habe da wirklich immer das große Pack, was ich mir in so ein Glas umfülle. Und da wäre es vielleicht besser, wenn ihr da so ein bisschen Eiklar über die Cracker gibt, anstatt des Öles. Dann werden sie aber vielleicht nicht so knusprig. Das ist halt die Gefahr. Also probiert euch da mal aus. Also bei uns war es tatsächlich so, hier sind jetzt nochmal die schwarzen Samen. Die mag ich auch total gerne. Also die Sesamsamen haben relativ gut gehalten, aber jetzt hier diese schwarzen Kümmelsamen gar nicht so. Das heißt, sobald ich sie dann umgefüllt hatte, dass wir sie dann essen konnten, sind die ganzen Körner abgegangen. Und das ist natürlich schade. Jetzt für die Optik natürlich perfekt, aber ich möchte euch ja auch sagen, wie ihr das zu Hause richtig gut hinbekommt. Deswegen, also probiert euch da mal mit Eiklar sonst aus. Und seid ihr bereit für die Cracker?
Ja, 10 Minuten später, passt wirklich auf, von jetzt auf gleich können die schwarz werden. Ein paar musste ich aussortieren. So, hier ist das Ergebnis. Und dahinter habe ich so einen kleinen Dip gemacht. Ein Rest Quark war da noch da. Schöner stichfester Joghurt, ein bisschen Knoblauch, Salz, Pullbiber und richtig lecker. Auf dem Bildschirm zeige ich euch jetzt noch ganz viele neue Videos und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und natürlich Nachmachen. Liebe Grüße, eure Emma.